Der heilige Augenblick. Das ist, wie ein Kurs im Wundern die Gegenwart nennt. Aber was ist die Gegenwart überhaupt? Wie erfahre ich denn das hier und jetzt? Was macht denn diesen heiligen Augenblick für mich greifbar? Gibt es da praktische Hinweise im Kurs, damit ich überhaupt weiß, lebe ich tatsächlich schon in der Gegenwart oder bilde ich mir nur ein, in der Gegenwart zu sein? Und bin ich schon voll genervt von diesen ganzen Postkartensprüchen über die Gegenwart, wie ich sie tatsächlich auch teile, mit zum Beispiel dem Satz aus Ein Kurs im Wundern, die Gegenwart ist die einzige Zeit, die es gibt. Ich weiß, dass das alles manchmal etwas frustrierend sein kann, deswegen nehmen wir uns heute die Zeit und schauen uns nochmal an, was lernen wir eigentlich Konkretes aus Ein Kurs im Wundern über die Gegenwart und können wir das mal dafür nutzen, um uns zu überprüfen, lebe ich das schon oder nicht? Ich gebe dir da konkrete Hinweise. Einen sehr, sehr konkreten, ich finde, der ist sehr, sehr greifbar für jeden von uns. Plus, es gibt auch noch mein Lieblingsbuch zum Thema Gegenwart, das ich hier mit dir teile. Zumindest den Titel. Lesen musst du dann schon selbst. Aber ich hoffe, das Thema interessiert dich und wir gehen jetzt gemeinsam in die Tiefe mit dem Thema der heilige Augenblick. Ich freue mich drauf. Hi, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit und für einen Kurs im Wundern, denn dienstags nehmen wir uns immer wieder ein bisschen Zeit, um gemeinsam mit den Grundsätzen, die uns ein Kurs im Wundern gibt, in die Tiefe zu gehen, sie auf unseren menschlichen Alltag anzuwenden, damit wir eine andere, eine glücklichere, eine zufriedenere, eine gütigere, eine sinnvollere und reichere menschliche Erfahrung machen. Heute das Thema Gegenwart, der heilige Augenblick. Dafür habe ich uns was aus dem Textbuch von Ein Kurs im Wundern mitgebracht. Und warum ich überhaupt auf dieses Thema komme, ist, weil wir heute im Übungsbuch bei Lektion 90 waren. Falls du auch am 1. Januar mit der Lektion 1 begonnen hast, bist du jetzt bei Lektion 90. Wir sind am Ende der 2. Wiederholung und dort war die Erinnerung für uns da, dass Groll uns Wunder verdeckt. Jeder Groll verdeckt ein Wunder, das eigentlich auf uns wartet. Und ich habe Groll so für mich definiert, dass es alle Dinge sind, die ich vor den heiligen Augenblick tue. Und da kam wieder dieses Wort, der heilige Augenblick. Was ist das? Wie können wir das greifbarer machen? Weil ich glaube, wir alle nehmen hin, dass ein Kurs im Wundern zur Gegenwart heiliger Augenblick sagt. Aber wenn wir dann wirklich definieren müssten, was heißt das eigentlich konkret, weiß ich nicht, ob wir es alle hinkriegen. Vielleicht kriegst du es hin, aber ich dachte, vielleicht wollen wir es hier gemeinsam nochmal probieren. Aber bevor wir gemeinsam lesen, möchte ich das Buch mit dir teilen, was mir auf alle Fälle sehr bei dem Thema Gegenwart geholfen hat, nämlich das Buch von Eckhart Tolle, jetzt die Kraft der Gegenwart. Also, falls du es greifbarer für dich machen willst, wie die Gegenwart erfahrbar für dich ist, dieser heilige Augenblick, dann kann ich dir Eckhart Tolle nur ans Herz legen. Vor allem auch auf YouTube gibt es so viele Vorträge von Eckhart Tolle, der für mich tatsächlich verkörpert, was er da schreibt. Der lebt tatsächlich in der Gegenwart. Der ist wirklich, ich würde sagen, sein Bewusstsein ist wirklich, wirklich woanders als das Durchschnittsbewusstsein. Und das Gute an Eckhart Tolle ist, der hat tatsächlich auch ganz viel Inhalt auf Deutsch, weil er ja deutsche Wurzeln hat. Also falls du denkst, ja, aber ich habe keine Lust, jemanden auf Englisch zuzuhören, da gibt's ganz viele Inhalte auf Deutsch und da kannst du jemanden tatsächlich dabei erfahren, wie ein Leben, was in der Gegenwart gelebt wird, wirklich sich ausspielt, will ich jetzt mal sagen. Also, wir lesen jetzt gemeinsam im Textbuch von Ein Kurs im Wundern. Wir sind dafür in Kapitel 15. Ich musste gerade so ein bisschen lachen, weil die Überschrift vom Kapitel 15 ist der heilige Augenblick, Überraschung. Und wir sind da in Abschnitt 1, die 2 Weisen, die Zeit zu verwenden und dort in Absatz 7. Ich erkläre das immer wieder so gründlich, weil ich nicht weiß, ob du vielleicht später doch noch Lust hast, allein zu lesen, weil es ist immer eine andere Erfahrung, wenn du das für dich selbst auseinander nimmst, beziehungsweise auf dein Herz wirken lässt, als wenn ich das für dich tue. Ich tue das immer hier so nett für dich vor, in der Hoffnung, dass es dich dazu motiviert, noch mehr selber in Interaktion zu gehen mit dem Kurs, will ich jetzt mal sagen. Wir lesen mal. Der Heilige Geist lehrt Folgendes. Es gibt keine Hölle. Was für eine Erleichterung. Weil im dominanten Ego-Angst-Mangel-Denksystem haben wir immer noch die Idee,
dass es irgendwie eine Hölle gibt. Und auch Leute, die sagen, ich glaube nicht an eine Hölle, ich glaube, wenn sie weiterhin ihrem Ego vertrauen, ihnen die Welt aufzuzeigen, glauben sie, bewusst oder unbewusst, dass es eine Hölle gibt. Und ein Kurs in Wundern sagt ja auch, Hölle ist nicht ein Ort, wo du nach dem Ableben hingehst, sondern Hölle ist das, was das Ego dir gibt als menschliche Erfahrung. Das ist die Hölle. Wenn du schon mal irgendwie sagen willst, es gibt eine Hölle, ja, das Ego-Denksystem ist eine Hölle. Wir lesen mal weiter. Die Hölle ist nur das, was das Ego aus der Gegenwart gemacht hat. Naja, kein Wunder, dass uns die Gegenwart irgendwie nicht ganz geheuer vorkommt, wenn das Ego die Hölle aus der Gegenwart gemacht hat. Der Glaube an die Hölle ist das, was dich daran hindert, die Gegenwart zu verstehen, weil du Angst vor ihr hast. Der Heilige Geist führt so stetig zum Himmel, wie das Ego in die Hölle treibt. Denn der Heilige Geist, der nur die Gegenwart erkennt, nutzt sie dazu, die Angst aufzuheben, durch die das Ego die Gegenwart nutzlos machen möchte. Also schon mal sehr wichtiger Hinweis, dass der Heilige Geist nur die Gegenwart erkennt. Das heißt, der Heilige Geist, unser innerer Lehrer, ruht in der Gegenwart. Vielleicht macht es da Sinn, dass wir, falls wir bemerken, wir wackeln und wir sind gerade wirklich nicht in der Gegenwart, um machtvoll zu sein, dass wir den Heiligen Geist bitten, uns wieder dorthin auszurichten, dass wir mit ihm in der Gegenwart verweilen, dass er uns zu sich holt, geistig, ne? Und dann noch der andere Hinweis, das Ego möchte die Gegenwart nutzlos machen. Warum? Weil wenn wir in der Gegenwart verweilen, ich weiß noch, gab es keine praktischen Tipps, aber ich hoffe, ich strapaziere jetzt gerade nicht deine Geduld, aber das Ego möchte natürlich nicht, dass wir in der Gegenwart verweilen, weil es dort machtlos ist. So wie das Ego die Zeit benutzt, gibt es kein Entrinnen aus der Angst. Das Ego ist nicht mit dem Ego lösbar. Denn die Zeit ist nach seiner Lehre nichts anderes als eine Lerneinrichtung zur Anhäufung von Schuld, bis sie allumfassend ist und auf ewig Rache fordert. Also in diesem Satz, finde ich, haben wir den Zustand der Ego-Welt ziemlich gut zusammengefasst. Mit dem Ego-Denksystem sammeln wir Schuld an. Diese Schuld fühlt sich richtig unbequem an. Und weil wir nicht wissen, wie wir mit dieser Schuld umgehen können, projizieren wir sie ins Außen und erzeugen dadurch Chaos, Aggressionen, Krieg, Streit. Und wir haben dadurch ein System, wo immer wieder irgendwie irgendeine Art von Rache folgen wird. Und das Ego kann nicht mit dem Ego gelöst werden. Wir brauchen eine höhere Art, hier alles zu betrachten. Ich nenne es höher ein anderes Bewusstsein, wie auch immer du es formulieren willst. Einstein hat so gesagt, das Problem kann nicht auf derselben Ebene gelöst werden, wo es entstanden ist. Der Heilige Geist möchte das alles jetzt aufheben, jetzt in der Gegenwart, jetzt. Die Angst gehört nicht zur Gegenwart. Ein praktischer Hinweis, wenn ich Angst habe, dann bin ich mit Sicherheit nicht in der Gegenwart, sondern nur zur Vergangenheit und Zukunft, die es gar nicht gibt. Also Vergangenheit, Illusion, Zukunft, Illusion, Angst, Illusion. Es gibt keine Angst in der Gegenwart. Also praktischer geht's nicht. Also wir wissen, zumindest schon mal, habe ich Angst, bin ich nicht in der Gegenwart. Wenn jeder Augenblick klar und von der Vergangenheit getrennt dasteht und ohne, dass sein Schatten in die Zukunft reicht. Jeder Augenblick ist eine reine unbefleckte Geburt, spannender Ausdruck, jeder gegenwärtige Augenblick ist eine reine unbefleckte Geburt, in der der Gottessohn aus der Vergangenheit in die Gegenwart hervortritt. Und jetzt wird's spannend. Und die Gegenwart dehnt sich ewig aus. Da ist etwas Ewiges, etwas Unveränderliches verbunden mit der Gegenwart. Wir sind mit etwas anderem als der Außenwelt verbunden, die veränderbar ist. Da ist was wirklich von der Zeit nicht berührt ist, wenn wir mit der Gegenwart sind. Sie ist so schön und rein und frei von Schuld. Auch nochmal, wir sind frei von Angst, wir sind frei von Schuld, wir sind mit etwas Ewigem verbunden. Es fühlt sich irgendwie zeitlos an. Und hier kommt mein praktischster Tipp überhaupt. Diese Zeitlosigkeit, die mit der Gegenwart verbunden ist. Überprüf dich mal. Ich glaube, jeder von uns hat irgendetwas, das er in diesem Leben
ausübt, praktiziert, als Hobby hat, vielleicht sogar als Beruf, als Berufung, wo er Zeitlosigkeit erfährt. Weißt du, wenn du so Dinge tust und dann guckst du hoch auf die Uhr und merkst so, huch, hier sind gerade 3 Stunden vergangen, ich habe überhaupt keine Ahnung wie, es kam mir vor wie 15 Minuten oder es kam mir vor wie 500 Stunden, ich weiß es nicht. Aber diese Zeitlosigkeit ist eine Qualität der Gegenwart und jeder von uns sollte irgendetwas haben, wo er diese Zeitlosigkeit erfährt. Vielleicht ist das beim Meditieren, vielleicht ist das beim Spazierengehen, beim Singen, beim Tanzen, beim Sport machen, weiß ich nicht, beim Zeichnen, beim Malen, beim Musik hören. Überprüf dich mal, wo bemerkst du Zeitlosigkeit, weil das ist, wo du eine Idee davon hast, wie die Gegenwart sich anfühlt, wie du Gegenwart erfährst. In dieser einen Sache, vielleicht ist es auch gar nicht eine Sache, vielleicht sind es mehrere Sachen für dich, wo du Zeitlosigkeit erfährst. Und wenn du das nimmst und die Qualität, die du dort erfährst, auf alles ausdehnst, was du machst, dann dehnst du Gegenwart aus. Also, Zeitlosigkeit ist für mich der allerschönste Hinweis, wo ich weiß, da bin ich in der Gegenwart. Sie ist so schön und rein und frei von Schuld, dass dort nichts als Glück ist. Es gibt keine Erinnerung an Dunkelheit, also wenn ich in der Gegenwart bin, gibt es keine Erinnerung an Dunkelheit und Unsterblichkeit und Freude sind jetzt. Unsterblichkeit. Diese Lektion nimmt keine Zeit in Anspruch, denn was ist Zeit ohne eine Vergangenheit und Zukunft? Es hat Zeit gedauert, um dich so vollständig fehlzuleiten, aber es dauert überhaupt keine Zeit, das zu sein, was du bist. Das ist natürlich etwas schwieriger für uns zu begreifen, dass wir eigentlich gar nicht Zeit brauchen, um wieder das anzunehmen, was wir wahrlich sind, weil die meisten von uns erleben das trotzdem als Prozess und als irgendeine Sache, die Zeit in Anspruch nimmt. Aber rein theoretisch, was dann heißt, dass das auch praktisch möglich ist, muss es keine Zeit in Anspruch nehmen, deine wahre Natur wieder anzuerkennen und in der Gegenwart zu verweilen. Fang an, dich in der Zeit zu üben, wie der Heilige Geist die Zeit gebraucht, als Lehrhilfe zu Glück und Frieden. Nimm genau diesen Augenblick jetzt und stelle ihn dir als die gesamte Zeit vor, die es gibt. So ganz spannend, wie im Grunde genommen man üben kann, die Gegenwart auszudehnen. Als wenn es die gesamte Zeit ist, die es gibt. Und man könnte das tatsächlich üben, indem man einfach mal sitzt und sagt, jetzt. Und dann einfach beobachtet. Da kein Gedanken reingrätschen lässt und kein Urteil und gar nichts. Einfach nur so beobachtet und versucht diese Beobachtung, diese beobachtende Qualität, die sich irgendwie höher angehängt fühlt als dein Ego-Denken, auszudehnen. Und irgendwann wird unverweigerlich natürlich ein Gedanke kommen, aber das ist auch für mich so Gegenwart, wo ich nichts dazwischen kommen lasse, sondern nur genau das mache, zum Beispiel, was vor mir ist. Zum Beispiel eine Tasse Tee zubereiten oder vom Wohnzimmer in die Küche gehen. Überprüf dich mal. Kannst du von einem Raum in deiner Wohnung in den nächsten gehen, ohne 50.000 Gedanken zu haben, sondern einfach nur gehen und beobachten, wie du gehst? Kannst du das ausdehnen auf die nächste Tätigkeit und sie nur beobachten, ohne zu viel zu denken und zu viel Urteil darüber zu haben, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Das ist für mich die Gegenwart zu praktizieren. Hier kann dich nichts aus der Vergangenheit erreichen und hier bist du vollständig freigesprochen, vollständig frei und gänzlich ohne Verurteilung. Es gibt so viele praktische Hinweise, ohne Verurteilung. Die Gegenwart ist ohne Verurteilung. Aus diesem heiligen Augenblick heraus, in dem die Heiligkeit wiedergeboren wurde. Heiligkeit, das ist, was du wirklich bist. Da wird sie wiedergeboren, in der Gegenwart. Schreitest du furchtlos, ohne Angst, da waren wir schon, in der Zeit voran, ohne ein Gefühl von Veränderung mit der Zeit. Was auch immer
von der Zeit verändert wird, wird dich nicht berühren in der Gegenwart. Es ist so, als wäre man mit etwas Unveränderlichem, etwas Ewigem auf einmal verbunden und auf einmal ist gut. Wir sind ja immer damit verbunden, wir vergessen es einfach und schenken dem Vergänglichen unsere Aufmerksamkeit und deswegen haben wir auch so einen Schrecken im Herzen. Wir lesen noch ein Stück. Zeit ohne Veränderung ist unvorstellbar, Heiligkeit aber ändert sich nicht. Lerne von diesem Augenblick mehr als nur, dass die Hölle nicht existiert. In diesem erlösenden Augenblick liegt der Himmel und der Himmel wird sich nicht verändern. Da ist eine gewisse Art von Unveränderbarkeit in der Gegenwart. Denn die Geburt in die heilige Gegenwart, wieder ein anderer Begriff für den heiligen Augenblick, die heilige Gegenwart, ist die Erlösung aus der Veränderung. Veränderung ist eine Illusion, die diejenigen lehren, die sich nicht als schuldlos sehen können. Es gibt keine Veränderung im Himmel, weil es keine Veränderung in Gott gibt. Im heiligen Augenblick, in dem du dich vor Freiheit strahlend siehst, wirst du dich an Gott erinnern, denn dich an ihn, also an Gott erinnern, heißt dich an die Freiheit erinnern. Also auch ein Gefühl, eine Qualität von Freiheit, die mit der Gegenwart einhergeht. Eine Sache ist noch super wichtig, die will ich jetzt nicht überlesen oder auslassen aus diesem Abschnitt, nämlich egal wie gut wir das für uns können, egal wie gut wir das auf uns anwenden können, in der Gegenwart zu sein, wenn wir unsere Brüder, also alle anderen Seelen, die ja auch eine menschliche Erfahrung machen, nicht auch in die Gegenwart emporheben, ich sage jetzt mal emporheben, weil ich keinen anderen besseren Begriff habe, dann ist sie nicht so viel wert, will ich jetzt mal sagen, weil das muss ausgedehnt werden. Das lesen wir hier. Du wirst den Heiligen Geist, diesen heiligen Augenblick niemals zugunsten deiner Befreiung geben, solange du nicht willens bist, ihn deinen Brüdern zugunsten der ihren zu geben. Also du musst deine Brüder auch befreien. Denn der Augenblick der Heiligkeit wird mit anderen geteilt und kann nicht nur der deine sein. Also, wir dürfen großzügig sein mit diesem Augenblick der Heiligkeit. Dürfen sie auf andere Brüder übertragen, also jeden Menschen, den du hier auch siehst, auch die deine Knöpfe drücken. Da erinnere ich mich wieder an diese Lektion, gib mir deinen Segen, heiliger Sohn Gottes. Und dass wir dieses Mantra auf jeden anderen hier anwenden können, vor allem die uns zu nerven scheinen, die wir als ungerecht empfinden, die wir als Aggressoren empfinden oder als Täter, auch die müssen mit in der Gegenwart sein und beziehungsweise auch die müssen von uns Vergebung erfahren, weil sonst sind wir nicht erlöst und ist diese Welt nicht erlöst. So, ich hoffe, dass das jetzt etwas konkreter für dich greifbar ist, was es heißt, in der Gegenwart zu verweilen. Vor allem halt mein Lieblingstipp, das, wo ich mich wirklich überprüfen würde an deiner Stelle, ist, was ist es? Welche Tätigkeit, was für eine Sache, die ich tue, versetzt mich in Zeitlosigkeit, weil da ist es, wo ich die Qualität der Gegenwart fühle und lebe und erfahre. Dann weiß ich, okay, das ist Gegenwart, das ist gegenwärtig sein und das versuche ich jetzt zu nehmen und auf andere Dinge anzuwenden, auf andere Dinge, die ich tue, auf Menschen, denen ich begegne und Sonstiges und dann schaue ich mal, wie sich das ausdehnen kann. So, das war's für heute. Ich danke dir wie immer sehr, dass du mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast und freue mich natürlich auch immer von dir zu hören, was liegt bei dir oben auf, nachdem wir das Thema Gegenwart miteinander nochmal näher betrachtet haben. Teil das gern hier unter dieser Podcast-Folge mit mir. Ich freue mich drüber, von dir zu lesen. Ansonsten bitte ich dich um einen kleinen Gefallen, dass falls diese Podcast-Folge dir geholfen hat, falls du irgendetwas Nützliches aus ihr ziehen kannst, dann mir hier ein Like dafür dazulassen oder diese Podcast-Folge zu teilen oder vielleicht sogar auch ein Abo hier zu lassen. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Sonst hoffe ich, dass du gut auf dich aufpasst. Wir sprechen uns ganz bald wieder. Deine Peri.